Ja, wir sind ein über 150 Jahre altes familiengeführtes Unternehmen, jetzt in 6. Generation. Und seit 10 Jahren sind wir spezialisiert für Pharmadruck, kommen aber ursprünglich aus dem Verlagswesen. Klassisches Akzidenzdruckgeschäft. Ich fühle nicht, dass das eine große Last ist. Klar, es ist eine Verantwortung, die man übernimmt. Nicht nur für die 100 Menschen, die bei uns arbeiten, sondern aber auch gegenüber meinen Vorvätern, ja, oder meinen Vorgehern. Das ist eine Verantwortung, die man übernimmt, aber ich spüre das nicht als Last. Auf der anderen Seite denke ich auch, wenn ich es nicht machen würde, würde es keiner machen. Und ich glaube, es ist gut, wenn es in diesem Land Leute gibt, die Verantwortung übernehmen. Ja, als Unternehmerkind wächst man praktisch am Küchentisch mit dem Unternehmen auf und verbringt auch sehr, sehr viel Zeit. Also es gibt viele Samstage, die ich hier verbracht habe, wenn mein Vater auch zur Arbeit gegangen ist. Und das war natürlich immer toll. Ja. Also es war ein großer Spielplatz, wäre glaube ich zu viel gesagt, weil klar, hier sind Maschinen, die sich bewegen, Teile, die sich drehen und kleine Hände, die dort sich verletzen können. Also es war immer schon so, dass darauf geachtet wurde, dass wir hier nicht frei rumlaufen. Aber auf der anderen Seite natürlich immer toll zu sehen, die Gerüche, die Geräusche, die Bewegungen, das ist ja was einen als Kind immer interessiert. Grundsätzlich war für mich immer wichtig, dass es nicht so ist, dass ich das Unternehmen weitermache oder die Verantwortung des Unternehmens übernehme, weil ich der Nachfolger bin oder weil ich zur Familie gehöre, sondern für mich war ganz wichtig, dass ich auch irgendwas anderes hätte machen können. Und darum habe ich meine Karriere oder mein Studium auch relativ breit aufgebaut und klassisch Betriebswirtschaft studiert. Also war auch in unterschiedlichen Industrien unterwegs und dann war es eine bewusste Entscheidung, hier die Verantwortung zu übernehmen und das Unternehmen weiterzuführen. Wir sehen Events wie Stromausfälle in Spanien, wie das, was in der Ukraine dann teilweise passiert, in Gaza passiert, wo die Leute keinen Strom haben oder keinen Zugriff zu digitalen Medien, wo es kein Internet gibt. Und dann ist natürlich umso wichtiger, in Notsituationen auch die Verfügbarkeit von Arzneimitteln hochzuhalten und auch die Anwendbarkeit sicherzustellen durch eben eine Gebrauchsinformation. Ja, also für uns, wir sind ein kleines Unternehmen, ein kleiner Anbieter mit dem Ziel, der lieferfähigste Pharmadrucker Europas zu sein. Dabei hilft uns die Digitaldrucktechnologie. Wir können sehr, sehr schnell auf Kundenwünsche reagieren, sehr, sehr schnell produzieren und aber natürlich auch in der Weiterverarbeitung, und das ist ja dann der zweite Teil der Medaille, arbeiten wir daran, den digitalen Prozess so weit zu perfektionieren, dass wir ganz, ganz schnell lieferfähig sind und dass wir sehr schnell auf die Kundenwünsche reagieren können. Ja, das hat natürlich eine Weile gedauert. Also auf dem Weg haben wir sehr, sehr viel Energie in Kommunikation und auch in die Mitnahme der Mitarbeiter gesteckt. Denn auch da war es so, nicht jeder war begeistert von dem Weg. Ja? Und klar, heute drucken wir viel schwarz-weiß und wenig emotional. Das ist so. Also gerade im Bereich der Mediengestaltung und im Pre-Press ist es vielleicht langweiliger. Auf der anderen Seite sind wir eben zunehmend eher auch da prozessgetrieben, aber wir übernehmen Verantwortung für im Prinzip ganz, ganz viel Gesundheit. Ja? Und das ist auch was Schönes. Also wir fangen an zu arbeiten, wo viele unserer Druckerkollegen aussteigen. Also bei 40, 50 und 60 Gramm unsere Standardpapiere oder Standardgrammaturen. Da sind viele klassischen Akzidenzbetriebe dann überfordert. Das ist auch okay so. Das bedeutet, technische Voraussetzungen zu schaffen in den Maschinen und eben die Teile, die beweglichen Teile oder die nicht beweglichen Teile darauf einzustellen, sowohl im Druck als auch in der Weiterverarbeitung. Und auch da sind wir ja Pionier, Dünndruck Inkjet. Haben wir eine der weltweit ersten Applikationen hier stehen, hier aufgebaut. Und auch das bedeutet natürlich Pioniergeist und Innovation. Und auch dort haben unsere Partner mit uns gelernt, wie funktioniert das eigentlich. Also grundsätzlich ist natürlich der Markt für diese komplexen Falzmaschinen sehr, sehr eng. Da gibt es nicht so viele Hersteller.
Insofern sind die Namen bekannt. Ja, und dann ist einfach die Frage, sich die Technologien anzuschauen, zu verstehen, wo sind die Unterschiede, wo liegen die Vor- und wo liegen die Nachteile, wer kann was wie liefern und am Ende des Tages auch dort im Bereich dem, was wir in der Zeit investiert haben, haben wir auch eine Entwicklung gemacht mit dem Hersteller, nämlich vollautomatisiertes Einrüsten des Querschneiders und des ersten Werkes. Und dahingehend haben wir dann die Entscheidung getroffen, weil auch da haben wir ja die Herausforderung, dass die jungen Leute heute einfach ein anderes Arbeitsumfeld einfordern und eine andere Arbeitsweise haben als damals. Und insofern am Ende des Tages ist es bei solchen neuen Entwicklungen auch immer eine Frage der Menschlichkeit zwischen den Firmen. Gut, also grundsätzlich würden wir immer wieder auch für eine Herzog & Heimann Maschine entscheiden. Wir haben natürlich in dem Prozess unsere Herausforderungen gehabt. Die Maschine musste noch natürlich, wie schon gesagt, auf das, was wir hier fertigen, angepasst werden. Aber ich denke, die Historie zeigt, dass es geht. Die Maschine läuft stabil und sie erfüllt das, was wir brauchen. Und wir können die Produkte, die wir fertigen, über die Maschine effizient und kostengünstig herstellen. Ja. Aber natürlich, ja, sonst wären wir heute nicht mehr da. Also das ist natürlich am Ende des Tages das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Wenn heute über Nachhaltigkeit gesprochen wird ja viel über grüne Aspekte, sprich Nachhaltigkeit in Bezug auf die Umwelt, aber es braucht natürlich auch finanzielle Nachhaltigkeit, denn am Ende des Tages muss ein Unternehmen Geld verdienen und dann sind natürlich Investitionszyklen und Investitionskosten gegenüberzustellen über Erträge, die man damit erwirtschaften kann und Prozessverbesserungen, die man damit herbeiführen kann, damit es eine langfristige Zukunft hat.